Mit meinem Rucksack und mir durch Lateinamerika. Das war mein Plan. Raus aus Deutschland, rein ins pure Abenteuer. Neun Stunden Flug von Deutschland nach Mexiko. Und jetzt bin ich hier, im kompletten Paradies. Das bin ich, Malina. Hier im Norden der Yucatan-Halbinsel startet also meine Reise, auf der kleinen Insel Holbox. Meine Aufgabe für die nächsten Monate lautet, sich treiben zu lassen und im Hier und Jetzt zu leben. Das Meer um Holbox herum ist sehr seicht. Man befindet sich gefühlt in einer Riesenbadewanne, in der man herumwandern kann. Und da bin ich hierher gelaufen. Und es ist so geil einfach. Es ist einfach so geil. Man fühlt sich wie im Paradies. Wir sind jetzt bei Chichén Itzá. Wir schauen gerade, was das für ein Tempel ist, was das für ein Gebäude ist. Es ist gigantisch groß, das ganze Zeug. Hier ist der Hauptteil oder das bekannteste ist El Castillo, 25 Meter hoch, plus dem Kasten da oben. Sí, come on! Endlich habe ich mich getraut. Das sind Cenoten, also Wasserlöcher, die unterirdisch miteinander verbunden sind. Die nehmen halt die alte Haut weg, ne? Ja, die Hornhaut, dachte ich. In Cancun gibt es einen Park, in dem viele Tiere einfach so herumlaufen, wie diese Nasenbären. Und auch einen Tick haben sie von einem Affen irgendwie. Ja, aber die sind eigentlich mit den Waschbären verwandt. Ich sagte doch, wir sind im Paradies. Cancun bietet viele dieser Strände und auch das Wasser ist bombastisch. Hier sind überall Lego, ne? Hier zum Beispiel einer auf der Treppe. Auch diese Art des Einkaufens lohnt sich. Es geht weiter an der Küste entlang Richtung Süden. Hier liegt die Maya-Stätte von Tulum. Von Tulum aus mache ich einen kleinen Abstecher nach Coba. Auch hier gibt es Überreste aus der Maya-Zeit. Diese Pyramide mit dem Namen Nohochmul ist einer der größten in der Region. Auf Deutsch heißt der Name der große Erdhaufen und ist 42 Meter hoch. Let's start with the flip-flops. Ein bisschen wackelig wahrscheinlich. Vielleicht gehe ich auch barfuß, mal schauen. Barfuß oder mit Flip-flops. Hier hoch. Wir treffen uns oben. Mit dem Bus geht's weiter nach Bacalar.
Der See ist durch den Zusammenschluss von mehreren Zenoten entstanden und war früher der Handelspunkt der Maya zwischen Mexiko, Belize und Guatemala. Adios, Mexiko. Hello, Belize. Mein erster Grenzübergang verläuft gut. Und schon bin ich im einzigen englischsprachigen Land Mittelamerikas. Ein sogenanntes Wassertaxi bringt mich und noch andere auf die Insel Kikoka. Es ist eine kleine, entspannte Koralleninsel. Eine Insel ohne Autolärm. Hier fahren nur Golfkarts herum. Dieses quietschfarbene Gebäude ist mein Zuhause für die nächsten 4 Tage. Mich erwartet eine Schnorcheltour durch eines der umliegenden Korallenriffe. Circa 30 Minuten lag ich mit dem Kopf unter Wasser im Meer und schaute der bunten, vielfältigen Unterwasserwelt zu. Und jetzt seht ihr diese Ammenhaie, mit denen ich kurze Zeit vorher noch im Wasser war. Mit Rochen durfte ich auch schwimmen. Besser geht's doch kaum. It wants it. Und am letzten Abend sitze ich mit meiner Zimmergenossin in dieser Strandbar. Dort liegen große Schneckenmuscheln und es stellt sich raus, dass diese hier typischerweise als Instrument genutzt werden. Sie zu spielen ist gar nicht so einfach. Hey. You got it. Yeah. Oh yeah. Okay, and now. Together now, together. You guys, come on. You guys have no chemistry. Shit. You can do it by yourself, she can do it by herself, but not together. There you go. Yeah. You get it? Okay, nice. Got it. Thank you. Nice. That's really cool. Thank you. Über Belize City und United Will geht's auf nach Guatemala. Die Maya-Stätte Tikal liegt als erstes auf meiner Route. Hier zeigen sich sogar Tukane auf dem Baum. Und eine Gruppe von Maya sitzen dort unten ums Feuer und haben eine Art Zeremonie. Das ist schon sehr beeindruckend. Um zu meinem Hostel auf der Inselstadt Flores zu gelangen, fährt regelmäßig ein Boot vom Festland rüber. Hier kann man schwimmen, entspannen und in meinem Fall Backpacker kennenlernen. Diese sind einer der besten Reiserouten-Gurus. Man tauscht sich aus und notiert sich spannende Orte. Wie zum Beispiel Semook Champey. Auf Deutsch bedeutet dieser Ort so viel wie dort, wo das Wasser verschwindet bzw. sich versteckt. Von Flores bin ich mit weiteren Backpackern auf dem etwas längeren Weg zu diesen Wasserterrassen. Und da sind sie endlich. Die Wasserterrassen von Semook Champey.
sind gerade in Kuban, übrigens. Mein nächstes Ziel ist der zweitgrößte See in Guatemala, Lago de Atitlan. Der See liegt in einem Krater, der durch die Explosion eines Supervulkans entstanden ist. Er ist von 3 Vulkanen umgeben. Das ist San Pedro, eines der Örtchen am See. Mit Jakob, einem anderen Backpacker, erkunde ich die Gegend. 4 Liter und dann nochmal zu 2 ein. Zum Abschluss stürze ich mich noch von 10 Metern in die Tiefe des Kraters. Hier sieht man zum ersten Mal die Art von Bus, mit der ich reise. Es sind alte Schulbusse aus den USA, die bemalt wurden und sich als richtige Eyecatcher sehen lassen können. Sie heißen auch Chicken Bus, weil dort jegliche Art von Lebensmittel und Tiere mittransportiert werden. Ich liebe sie. Antigua, die alte Hauptstadt Guatemalas. In der Nähe liegt der Vulkan Acatenango, knapp 4000 Meter hoch, und los geht's. Hallo. So, wir sind jetzt am Camp angekommen. Man sieht halt gar nichts. Aber es ist richtig geil. Hier ist unser Zelt, unser Schlaflager. Wir schlafen jetzt zu 5. So, und das ist mein Bettchen hier. Ich habe 1,5 Schlafsäcke, ist richtig geil. Und ich habe noch eine extra Jacke für nachher und es wird schön warm. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Basic Camp und morgen um 4 Uhr früh geht es dann weiter hoch bis an die Spitze. Das sind nochmal 1,5 Stunden zu Fuß. I'm ready Only 5 hours to sleep. Stop. In der Nacht kann man den aktiven Feuervulkan gegenüber ausbrechen sehen. Das ist normal, denn dieser bricht alle 10 Minuten aus. Am nächsten Morgen stehen wir endlich wohlverdient oben auf der Spitze des Acatenangos. Es ist scheiße kalt hier. Grad, Minusgrade, keine Ahnung, auf jeden Fall ultra kalter Wind. Ah, ist einfach geil. Hier ist der Fuego, der Vulkan, der immer noch aktiv ist. Da sind meine Leute, die 4, die da oben stehen. Die nächsten Länder auf der Karte sind Honduras und El Salvador. Doch Einheimische empfehlen mir aktuell nicht, dort einzureisen, da die politische Lage nicht stabil sei. Daher fahre ich nur durch El Salvador durch, um nach Nicaragua zu gelangen. Und hier bin ich, in der heißen Stadt León. Hier kehrt für mich das erste Mal so eine Art Routine ein. 5 Stunden am Tag habe ich Spanischunterricht mit meinem Lehrer Marcelo, dem ich nebenbei auch etwas Deutsch lehre. Gestern verlor FC Bayern München gegen Real Madrid. 2018. Perfekt. Und den Rest des Tages verbringe ich damit, durch die Stadt zu schlendern. ¿Y tocan bocina cuando llegás a la casa o cuando alguien hace una mala maniobra? No, también tocan bocina porque el auto tardó 2 segundos en arrancar el auto y se tocó bocina. Der Jongleur ist Nico, den ich auf dem Acatenango kennengelernt habe. Den Rest des Abends verbringe ich mit seinen Freunden und ihm.
In der Gastfamilie habe ich mein eigenes Zimmer mit Bad, in dem ich mich sehr wohl fühle. Früh, mittags und abends werde ich von meiner Familie traditionell bekocht. Das ist die Küche. Ich esse gerade. Das hier ist das typische Gallo Pinto, auf Deutsch gefleckter Hahn, also Reis mit Bohnen. Sehr lecker. Mit Shrina, der anderen Gastschülerin, geht's auf zum Strand in der Nähe von Leon. Das ist die erste pazifische Küste auf meiner Reise. Das Meer ist wild und laut und perfekt für Surfer. Zusammen besteigen wir den Cerro Negro, auf Deutsch Schwarzer Hügel. Dieser aktive Vulkan ist bekannt dafür, dass man mit Surfbrettern den schwarzen, groben Hang hinunterrast. Leider gibt es von unserer Abfahrt keine Aufnahmen. Und wir sind da gerade runtergesaust mit den Brettern. Zurück in der Stadt geht's auf die weiße Kathedrale von Leon. Ich im inneren Frieden mit mir. Und dann bricht das Chaos aus. Der korrupte nicaraguanische Präsident Ortega beschließt eine Steuererhöhung und eine Kürzung der Renten. Das führt dazu, dass nicht nur in Leon, sondern im fast ganzen Land die Bürger auf die Straße gehen und demonstrieren. Die Polizei schreitet mit scharfer Munition ein. Die nächsten Tage verbringe ich im Haus meiner Gastfamilie, meistens vorm Fernseher, um die neuesten Nachrichten zu verfolgen. Die Menschen sind gespannt, was passieren wird, aber auch müde vom ewigen Kampf gegen die Regierung. Hier singen sie für die Todesopfer der Demonstrationen und feuern sich an, weiter für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Auch in Granada, in der südlicheren gelegenen Stadt, sind die Menschen in Aufruhr. Aufgrund der Unruhen zieht die Regierung schließlich ihre Ankündigung aufs Erste zurück. Granada. Shrina ist am Start. Meine Reise geht weiter nach Ometepe. Eine Insel mit 2 Bergen liegt im tiefen blauen Meer. Besser gesagt mit Vulkanen. Oh, that's a good idea. To use this way is a good idea.
Da ist es wieder, das tönende und epische Geräusch der Schneckenmuschel. Ich bin gerade gesurft. Meine Nase läuft und meine Knie tun weh. Hat ein bisschen gebraucht, bis ich es geschafft habe. Aber dann läuft's. Ich danke Nicaragua für diese intensive Zeit, habe die Kraft der Gemeinschaft gegen ein korruptes System miterlebt und gelernt, dass sich der Kampf lohnt. Mein Weg geht weiter Richtung Süden. Costa Rica, das Land der Faultiere. Ob ich welchen begegne, wird sich zeigen. Erster Stopp ist Monteverde. Wir sind hier im Nebelwald, Monteverde. Bis jetzt habe ich noch kein Tier gesehen, aber ich hoffe, ich sehe noch eins. Also ein großes. Insekten und so sind hier schon. Und ziemlich coole Bäume. Aber so an großen Tieren wie Sloths, also Faultiere oder gibt's alles? Nope. We will see. Hier ist schon mal ein Nasenbär. Und ein Quetzal. Das ist das Wappentier von Guatemala. Und hier haben wir ein Kolibri. Das ist ein alter Feigenbaum, auf dem man hochklettern kann. Ganz oben. Auf dem Finca-Baum. Finca Tree. Wie heißt der Baum? Fika? Oder Finca? Fika. Ficus. Ficus Tree. Das Strange ist ja einfach, es geht einfach runter und ich bin hier ungesichert. Läuft. Jo, jetzt geht's wieder runter. Diesen Weg hier. Mit dem Bus geht's weiter nach La Fortuna. Dort gibt es viele überteuerte Touristenangebote, auf die ich aber alle pfeife und mir so eine schöne Zeit mache. In der Region gibt es Thermalquellen, aufgewärmt durch die Vulkane. Das ist richtig entspannend. Einfach reinlegen und genießen. In Quepos gibt es den Nationalpark Manuel Antonio, direkt an der Pazifikküste. Als es anfängt zu regnen, verstauen wir unsere Wertsachen unter unseren Jacken und Kleidern und springen ins Meer. Wir waren ja sowieso schon nass. Puerto Viejo auf der karibischen Seite ist mein letzter Stopp in Costa Rica. Im Hostel Roots lerne ich Samuel und Juli kennen. Zusammen gehen wir zum Cahuita Nationalpark. Hier begegnen uns zwar einige Affen, aber leider keine Faultiere. Am nächsten Tag radele ich zum Strand Punta Uva. Auf dem Rückweg
sehe ich endlich und tatsächlich ein Faultier. Es ist gerade auf dem Weg ins Dickicht, weg von der Straße. Sogar eine Faultiermutter mit ihrem Baby. Meine Mission in Costa Rica, ein Faultier zu sehen, ist also geglückt. Auf ins nächste Land. Oh, wie schön ist Panama. Dort geht es gleich zu der paradiesischen Inselgruppe Bocas del Toro. Um auf den Plastikmüll in Meeren aufmerksam zu machen, gibt es hier ein Haus, das aus insgesamt 40.000 Plastikflaschen besteht. Es dient zur Aufklärung der Missstände und ist als Ferienhaus mietbar. Da fährt sie dahin mit ihrem schönen Bike. Den Rest des Tages verbringen wir am Strand. So, wir fahren jetzt wieder zurück nach unserem Hostel Twinfin mit den Fahrrädern hier. Barbaras und meins. Jo, läuft bei uns. War ein geiler Tag. Auf dem Weg nach Panama-Stadt besuche ich den panamaischen Dschungel. Dicke alte Bäume und ein schöner Mini-Canyon. Canyon, Middle Canyon, Mini Canyon. So schön. Mit einem Nachtbus geht es dann zur Hauptstadt. Yeah. Es gibt zwei Teile der Stadt. Einmal die Hochhäuserfront und Modernität und auf der anderen Seite Casco Viejo, die Altstadt mit den typischen bunten Häusern. Zwischen Panama und Kolumbien gibt es keine gefahrenlose Zufahrtsstraße. Daher ist nur ein Flug oder eine Bootstour möglich. Die Entscheidung fiel schnell. Über die kleine Hafenstadt Portobello geht es nun los auf eine 5-tägige Segeltour nach Kolumbien. Auf dem Weg kommen wir an der Inselgruppe Gunayala vorbei. Das ist das Gebiet der Indigenen. Dort bleiben wir die ersten 3 Tage. Das ist unser Boot namens Ave Maria. Hier wird sehr viel Müll angeschwemmt und wir haben uns jetzt gedacht, okay, wir sammeln den Müll ein und packen ihn in Plastiktüten, damit erstens hier die Atmosphäre wieder paradiesischer wird und auch so, dass der Müll einfach zusammen ist und nicht überall verstreut ist. Jetzt zum Mittagessen. Es gibt Lunch. Es wurde gerade getütet auf Gunayala. Zu Ave Maria geht es jetzt wieder. Oh Gott, ich muss hier irgendwie hoch. Unsere Crew besteht aus unserem Kapitänspaar und uns 10 Backpackern. Oh my goodness, yeah. Meine Konstruktion. Top. Weil die ganzen Hängematten noch nass sind. Müssen sie jetzt getrocknet werden und ich habe einfach mal so eine Palmwedel hingestellt. Habe es einfach mal probiert und es hat funktioniert. Jetzt hat es Konstruktion von uns allen.
Aquí estamos en Colombia. Die Stadt heißt Cartagena. Bunt, lebensfroh, mit viel Kunst und Graffiti. Das sind Michelle und David. Auch der Franzose Guillaume ist mit dabei. Festung San Felipe, errichtet in der Kolonialzeit, um die Stadt zu schützen. Guillaume und ich bleiben weiterhin vereint und machen uns Stück für Stück auf den Weg zur Erkundung Kolumbiens. Nächster Stopp ist der Nationalpark Tayrona an der Küste. Eine Nacht verbringen wir hier in den Hängematten, um am nächsten Morgen mit unserer Wanderung durch den Dschungel zu starten. Allerdings war die Nacht in der Hängematte alles andere als erholsam. Aber trotzdem bin ich hellwach und fit. Die anderen schlafen allerdings noch. Buenos dias, Guillaume. Das ist unser Wanderweg. Richtig schön. Wer ist Guillaume? Nach Stunden treffen wir auf die Siedlung Pueblito. Hier wohnen die Menschen mitten im Nationalpark. We have 1.5 hours left. I'm sweaty. Like a wild guy. Oh no. Okay, should we start walking? Am Costeño Beach treffen wir auf David und Michelle. Es ist so schön, sie wiederzusehen. Endlich geht's Richtung Wüste, und zwar nach Cabo de la Vela, ein Örtchen im Norden von Kolumbien. Es ist ein Fleckchen, das Pause macht, vom Stress, vom Lärm. Die Natur hat hier Platz und nimmt ihn sich. Zu dritt auf einem Motorrad, ohne Helm, im Nirgendwo. Das ist eine weitere Art von Freiheit. Ich bin so happy. Ich bin das erste Mal in der Wüste und ich feier's. Ultra. So geil, so geil. Hier spüre ich die Kraft der Natur im eigenen Körper. Die Verbundenheit der Elemente lösen eine Superpower aus. Mit einem Nachtbus machen wir uns auf nach Bucaramanga. Dort kaufen wir uns extra Kolumbien-Trikots und schauen die Weltmeisterschaft Kolumbien gegen Polen. Kolumbien gewinnt mit 3:0.
Am Ende des Spiels kommen Reporter auf uns zu. Ich bin leicht nervös und überfordert mit der Situation. How you feel with the match? Alegría. Mucha. Listo, gracias. Durch dieses Event lernen wir Angelika und Andrés kennen. Die beiden laden uns ein, mit zu ihrem Ferienhaus nach Santos zu kommen. Dort zeigen sie uns die Umgebung. Und kochen mit uns traditionelle Gerichte wie Arepas. ¿No le gusta? Sí, sí le gusta. Es maíz, sí. Sí. ¿Se llama más algo? Se va cogiendo. No se come mucho maíz en Europa, ¿sí? No. Aquí. ¿Qué estás haciendo, Marina? ¿Arepas? Sí. Mit einer der längsten Seilbahnen geht es Richtung Süden weiter. Wir besuchen die kleine Ortschaft Guan, benannt nach den ehemaligen Indigenen. Probieren dort das traditionelle Getränk Chicha, aus Mais oder aus Reis zubereitet. How is it? So good. What is the name of this? I don't know. I don't want to know. Hier sind Ameisen. Auch die Chips-Alternative muss probiert werden. Ja. Ich glaube, er wird jetzt gleich eine essen. In Guadalupe entdecken wir die Besonderheit des naheliegenden Flusses. Okay. Das ist also der Badeort der Einheimischen hier. Der Fluss ist sehr seicht, hat aber kleine Wasserlöcher. Da es hier sehr rutschig ist, laufen die Menschen und wir hier sockig herum. Whoa! That's good! Is it good or no? Yeah, it's good. It's also a bit. So bad. So good! Oh! No! What the fuck? Das ist einfach von der Natur entstanden. Es ist so geil. Was? It's beautiful. Die Stadt Medellín hat als öffentliches Verkehrsmittel ein Seilbahnnetzwerksystem. Sie ist die zweitgrößte Stadt Kolumbiens. In der einst Drogenstadt hat sich viel getan, vor allem in der damals dunkelsten und gefährlichsten Ecke Comuna Tres. Hier laufen Touris wie wir durch die Straßen und knipsen Fotos und lauschen den Stadtführern.
the people were affected for the conflict, violence. Why not to get this project over there? And maybe the community can say, hey. Wir nutzen die günstigen Preise und probieren uns im Paragleiten. Auch auf den großen Fels von Guatape klettern wir. Von dort haben wir ein perfektes Panorama über den Stausee. Jeder kennt Palmen, aber Palmen, die bis zu 60 Meter hoch wachsen, sind schon außergewöhnlich. Im Tal der Wachspalmen stehen diese Riesen. Kolumbien ist unter anderem bekannt für seinen Kaffee. Daher besuchen wir in Armenia eine Kaffeeplantage. Der Besitzer zeigt uns die Früchte seiner Pflanzen. Y este apenas va a empezar a madurar porque esta semana que pasó recolectaron el maduro que había y se demora 15 días para volver a estar para recolectar. In der Frucht befinden sich je 2 Kaffeebohnen, die dann hier getrocknet werden. Beliebt sind auch Kaffeebohnen, überzogen mit Schokolade. Sie sind gesund, sollten aber nicht übermäßig verzehrt werden, da viel Koffein in ihnen steckt. Mein erstes echtes und natürliches Zuckerwasser trinken wir hier, in San Agustin. Das ist Zuckerrohr, das der Mann durch die Maschine kurbelt. Etwas Limettensaft dazu und fertig ist der leckere Drink. Wasserleger. Die 5 ereignisreichsten Monate meines Lebens neigen sich nun dem Ende zu. Meine Reise durch Lateinamerika ist geprägt von Lebensfreude und Freiheit. Ich habe alles aufgesaugt. Neue Klänge, Gerüche und Farben. Die Kraft des Alleinereisens ist mir auf dem Weg durch Mittelamerika schnell klar geworden. Zu sein, wo und wann ich will, ist meine Entscheidung. Ich höre auf meine Intuition und handle. Aber auch die Zeit mit Guillaume in Kolumbien lehrte mich, dass sich das Glück tatsächlich verdoppelt, wenn man es teilt. Gerade spüre ich Dankbarkeit. Dankbar für die Begegnungen, für die entstandenen Freundschaften und die atemberaubende, spürbare Kraft der Natur. Ich öffne mein Bier. Selbst. Der Franzose hat es mir beigebracht. Achtung, Feuerzeug. Pokerbier. Jo! Open. Nice. Nice.